Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Serveradministratorenherz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41 Server mit 6 Kernen und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorial-Reihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück. Heute geht es endlich mal zur Sache mit der Praxis. Ich bin auf dem Server eingeloggt, das heißt über SSH natürlich in dem Server drin und ich kann hier jetzt natürlich Befehle ausführen. Wir kennen das aus der Serveradministrationsreihe. Wenn ihr ein Linux zu Hause habt, könnt ihr das aber natürlich auch dort machen. So, wir wollen heute eine Firewall benutzen. Es gibt einen Haufen Firewall-Tools zur Auswahl. Wir wollen mit einer Personal Firewall starten. Das heißt etwas, was man relativ direkt auf dem Server machen kann, ohne jetzt groß Probleme zu bekommen, ohne wirklich sich jetzt einen abzubrechen. Ich will euch ja nicht verlieren hier als Zuschauer, ne? So, und wir haben bislang mit UFW gearbeitet. Das heißt, wenn ich hier UFW, okay, sudo UFW, ja, dann sehen wir auch, dass es installiert ist. Das wollen wir jetzt nicht mehr benutzen. Wir wollen umsteigen auf ein anderes. Deswegen, falls ihr UFW irgendwann mal aktiviert habt, ihr könnt einfach eingeben sudo UFW disable und Firewall ist dann eben gestoppt. Müsst ihr nicht machen, wenn ihr nicht schon davor irgendwie das bei meiner Playlist gemacht habt. So, jetzt ist erstmal komplett alles offen, ja. Jetzt kann jeder auf den Server zugreifen. Kein Traffic wird gefiltert, es ist keine Firewall aktiv. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen Firewall-D oder auch Firewall-Daemon benutzen. Das Ding schreibt sich so, Firewalled. Und ja, hierzu vielleicht mal ganz kurz eine wunderschöne Grafik. Ihr wisst, ich bin Paint-Künstler, so nebenberuflich, nein, Spaß, natürlich nicht. Aber ich will euch kurz erläutern, warum wir Firewall-D benutzen wollen. Also zunächst einmal, es gibt das Paket NetFilter. NetFilter ist quasi das Urgestein, die rohe Firewall. Da kann man alles drin customizen und anpassen und einstellen und so weiter und so fort. NetFilter ist aber unfassbar kompliziert, denn es arbeitet direkt auf Netzwerkebene und das ist wirklich kein großer Spaß. Also es ist tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Ihr könnt euch gerne mal so ein, zwei Artikel zum NetFilter durchlesen. Das macht kaum jemand in der Praxis und natürlich möchte man das auch nicht, denn es gibt Tools, die einem den Zugriff erleichtern und weniger Fehler von menschlicher Seite erlauben, weil sie uns viel Arbeit abnehmen. Also warum sollten wir auf Low-Netzwerk-Ebene sozusagen arbeiten und uns einen abbrechen und dann womöglich mehr Fehler machen? Für die allermeisten Firmen, die nicht Enterprise sind, braucht man keine so Custom-Dinge wie NetFilter, außer man programmiert natürlich Software, die auf NetFilter aufbaut, klar. Denn ja, es ist meistens einfach viel zu viel, was NetFilter kann, was die Abstraktionsebenen nicht können. Ja? Das bedeutet, wir würden, wenn wir NetFilter benutzen, würden wir sehr, sehr viel komplexere Sachen machen, als wir eigentlich hier müssten. Und wenn ihr im Enterprise-Bereich unterwegs seid, das heißt, wenn ihr wirklich diese krass komplizierten Dinge tut, ja, mein Gott, dann habt ihr wahrscheinlich sowieso eine Enterprise Firewall und diese Enterprise Firewall ist nicht nur auf eurem Server, sondern eine externe Firewall, sprich, ihr habt sowieso wahrscheinlich was anderes. Also NetFilter nicht unbedingt das, was ich in der Tutorial-Reihe zeigen möchte. Deswegen, NetFilter ist so ein bisschen gekapselt und ich mache das jetzt hier mal so, damit wir das auch sehen können, von zwei Vertretern, jetzt muss ich das nochmal wegmachen, von zwei Vertretern, nämlich einmal IP-Tables. Es gibt eigentlich mehrere Vertreter zu NetFilter, aber ich glaube, IP-Tables ist so der berühmteste und der kapselt NetFilter. Jetzt ist IP-Tables aber veraltet. Das heißt, man benutzt das nur noch in Legacy. Es ist sogar empfohlen von offizieller Seite von Debian, dass man bitte mittlerweile NF-Tables, also NetFilter-Tables benutzen soll. Ja? Das heißt, IP-Tables, ja, machen wir nicht. Wir machen NF-Tables. So, NF-Tables ist allerdings auch ziemlich low-level, aber das ist die aktuelle Variante, die man so wirklich benutzt und die halt auch tatsächlich ganz gut machbar ist, noch einigermaßen. Muss man aber nicht. Denn NF-Tables ist auch ziemlich kompliziert, wenn man da alles separat einstellen möchte und kann eigentlich nicht wirklich mehr als das, was wir benutzen werden.
So, dann gibt es eben diese nächste Abstraktionsschicht, die nochmal NF-Tables wegabstrahiert. Und hier kommen wir dann auch mal dazu. Und das wäre Firewall-D oder Firewall-Daemon. Alternativ kann man auch UFW da rein zählen, wobei UFW sogar noch ein bisschen weniger kann. Also eigentlich ist UFW sogar nochmal eine Abstraktionsebene höher als jetzt hier Firewall. Aber ja, wir benutzen Firewall. UFW ist uns kann uns zu wenig. Firewall kann genau das, was wir brauchen. NF-Tables ist eigentlich in allermeisten Fällen Overkill. Wichtiger ist, dass wir verstehen, wie das Ganze funktioniert. Denn selbst wenn ihr irgendwie als Pentester an das Thema Firewalls rangeht, werdet ihr mit NF-Tables direkt relativ wenig zu tun haben. Ihr werdet mehr damit zu tun haben, zu verstehen, wie jetzt da was funktioniert. Und das machen wir natürlich zum Teil in dieser Reihe, zum Teil in meiner Nmap-Reihe zum Beispiel, die noch nicht öffentlich ist, aber die auch an der Stelle Shoutout an meine Patrons, die schon haben. Genau, also ja, das war quasi mein Beweggrund. Und das hier sind nur die Personal Firewalls. Es geht noch ein bisschen komplizierter, wenn man in die externen Firewalls reinguckt, aber das machen wir dieses Video noch nicht. OpenSense, PFSense und sowas, das kommt noch. Also heute im Endeffekt Firewall. So, jetzt wollen wir das ganze Ding installieren und das machen wir, indem wir es natürlich erstmal über sudo apt update, und ja, ihr werdet mir immer wieder sagen, ich soll doch bitte apt benutzen, nicht apt-get, deswegen versuche ich das jetzt mal zu machen, ne? So, und dann machen wir hier direkt ein sudo apt-get, great, so, dann wird das jetzt auch mal hier aktualisiert, cool. Okay, wenn das fertig ist, dann macht ihr Folgendes, um Firewall-D oder Firewall zu installieren. Ihr macht ein sudo apt-ja, wir machen es einfach direkt mit, und zwar install Firewall-D. So, wenn das durchgelaufen ist, dann habt ihr es schon und dann könnt ihr einmal hier kurz die Version checken. Achtung, der Befehl ist nicht Firewall-D in der Command-Line oder im Terminal, wie man es erwarten würde, sondern es gibt mehrere Befehle und der wichtigste, den wir brauchen, ist Firewall-cmd. Und ihr könnt hier einmal die Version abfragen, dann bekommt ihr hier 0.9.3 raus. Keine Sorge, das ist keine Beta oder so, sondern funktioniert wunderbar. Und den State könnt ihr auch abfragen, dann seht ihr hier Running. Und ja, das ist tatsächlich jetzt alles, was wir zur Installation brauchen. Natürlich machen wir heute noch weiter. Ich will euch nicht irgendwie 50 Videos lang jetzt nur Firewall-D zeigen, sondern ja, lieber noch andere Themen machen, weil das eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Und wenn ihr irgendwas braucht, was ich nicht gesagt habe, dann können wir gerne noch Videos dazu machen. Schreibt ihr mir das einfach bitte. So, zu Firewall. Ihr habt eigentlich dort alles mit Zonen und es gibt mehrere Zonen, die ich beim nächsten Video genauer erklären möchte. Fürs heutige Video nehmen wir einfach an, dass es Zonen gibt und dass manche Zonen vertrauenswürdig sind, wie zum Beispiel Trusted. Andere Zonen hingegen, wie zum Beispiel Public, sind nicht vertrauenswürdig oder external, ja. Und ich werde euch im nächsten Video, wie gesagt, genaueres zur Zone erzählen und wie man diese Zonen zuweist. Heute möchte ich nur zeigen, wie man eigentlich jetzt eigene Regeln machen kann. Das heißt, was ich mache, ist, ich sage hier Firewall cmd --list, und ich mache mal hier kurz den Ton aus, -list all. So, und ja, natürlich kriegst du sudo dazu. So, und hier bekommt man automatisch die Zone Public raus. Ja, das ist im Endeffekt die Standardzone, wenn man das abfragt, für ein sozusagen öffentliches Netzwerk. Das heißt, wir haben hier einmal Target Default. Was das genau bedeutet, erzähle ich euch noch. Dann haben wir ICMP Block Inversion, Interfaces, Sources, Services, Ports, Protocols, Forward und so weiter und so fort. So, das ist quasi, das ist jetzt nur für Public. Jetzt können wir hier das Ganze für jede beliebige Zone abfragen. Das heißt, wir machen hier einfach ein Zone ist gleich external. Und wie gesagt, die Zonen erzähle ich euch nächstes Mal noch ein bisschen genauer, wie die zustande kommen. Da sehen wir hier, external ist eigentlich so für das externe Netz. Und auch hier sehe ich zum Beispiel, wie das Ganze aufgebaut ist. Okay, jetzt, wie kann ich hier einen Service zulassen oder nicht zulassen? Nun, wir sehen schon einen Service, der hier zugelassen wurde und der auch im Public-Netzwerk zugelassen wurde. Denn wir haben hier unter Services SSH drin stehen. Das heißt, das sind die, die erlaubt sind. Alles andere wird schon von Haus aus gefiltert.
Okay, das heißt, Services und Ports und auch Protocols sind genau das, was erlaubt ist und nichts anderes. Wie gesagt, das hier, nächstes Video, das hier machen wir heute und das hier machen wir auch wann anders. Also, wie kann ich jetzt andere Dinge erlauben für eine spezielle Zone? Naja, ich kann ganz einfach hergehen und zu meiner Zone etwas hinzufügen. Eigentlich nicht wirklich kompliziert. Das heißt, ich mache sudo firewall cmd. Jetzt muss ich die Zone umschreiben. --zone ist gleich external. Nehmen wir einfach mal als Beispiel und erlaube hier, vielleicht brauche ich das in meinem Setup, vielleicht habe ich da einen speziellen Bedarf dran. --add mit Doppel-D am besten. Service ist gleich, sagen wir mal, FTP. Ja? Dann habe ich das File Transfer Protocol erlaubt. So, das ist jetzt wieder erwarten kein Protokoll, sondern ein Service. Das bedeutet, der ist im Endeffekt jetzt drin. Wenn ich jetzt hier nochmal die Zone extern liste, dann sehen wir hier, wir haben hier FTP und SSH erlaubt. Also wir haben quasi ein FTP hinzugefügt. Jetzt ist allerdings das Problem, wenn wir hier, also das funktioniert wunderbar, aber wenn wir jetzt hier Firewall neu starten, Firewall cmd, --reload, ja, wenn wir es quasi neu laden einfach alles, dann sehen wir direkt wieder, es ist wieder weg. So, und das ist okay, das wollen wir eigentlich. Wir wollen hier nur am Ende haben, manche Services eben nur manchmal online, aber per Default wollen wir das nicht. So standardmäßig, wenn wir die Firewall starten, nein. Manchmal kurzzeitig wollen wir FTP vielleicht erlauben, weil wir was übertragen müssen, dann schalten wir das quasi frei. Ja? So funktioniert das hier eigentlich. Das heißt, ich sage, okay, jetzt, das war nicht geplant, jetzt machen wir mal ganz kurz hier FTP auf und ich kann was übertragen und jetzt machen wir es wieder zu. Also Reload und dann ist es wieder zu direkt. So, also quasi die Standardkonfiguration ist immer noch ohne FTP. Und wenn ich fertig bin, FTP zu benutzen, dann starte ich es einfach neu. Jetzt kann ich aber hier auch sagen, ich brauche natürlich FTP permanent. Das kann ja auch passieren. Oder ich möchte zum Beispiel eine Website hosten, die permanent erreichbar ist. Und dazu gibt es auch die Option Permanent. Und das sind so die wichtigsten Dinge, die ihr eigentlich braucht. Und jetzt kann ich auch reloaden. Und ich kann mir das auch anzeigen lassen. Wir sehen, FTP ist jetzt per Standard auch schon drin. Wirklich, macht das nicht unbedingt, wenn ihr es nicht braucht. Wenn ihr es nur temporär mal braucht, dann macht es ruhig, ruhig nicht permanent und startet dann einfach die Firewall neu. Das ist das ist wirklich gewollt. Das ist ein Feature und das ist eigentlich ein gutes Feature. Weil manchmal braucht man das ja nicht. Manchmal kann man es auch einfach so schön einrichten. So, selbstverständlich kann ich das auch per Port machen. Ich gehe das nur kurz durch, damit ihr mal die wichtigsten Befehle gesehen habt. Keine Sorge, es wird kein, wir lesen die Man-Page gemeinsam, sondern es ist eigentlich ja, ich zeige euch mal eben, wie es funktioniert. Also Add Port und jetzt kann ich hier sagen, ich möchte Port 1337 erlauben. Und dann kann ich hinten dran noch das Protokoll eingeben für diesen Port, das ich erlauben möchte. Also zum Beispiel TCP oder UDP oder was auch immer ihr wollt. So, tada, wir sehen List All. Wir sehen, dass wir sehen nichts. Dann laden wir mal eben kurz neu. So. Und jetzt schauen wir uns, man kann sich auch einzelne Dinge anschauen übrigens. Ich kann hier auch statt List All, jetzt machen wir es richtig. So, Zone ist gleich external. Und ich kann mich hier auch tatsächlich statt List All, kann ich auch einfach List Ports machen. Das funktioniert genauso. Und jetzt sehen wir hier 1337 UDP ist dabei. So, ich kann hier aber wie gesagt auch List All machen. Und jetzt sehen wir es auch, dass hier der Port 1337 und UDP dabei sind. So, also das ist im Endeffekt die Idee dahinter. Ich kann jetzt also sagen, ich möchte einzelne Ports öffnen und freischalten. Ich kann aber auch sagen, ich möchte einzelne Protokolle zum Beispiel freischalten. Funktioniert genau gleich. Ich kann einzelne Services freischalten. Auch das funktioniert genau gleich. Und damit ich jetzt, also weil das halt ein echter Server ist, ja, der steht wirklich im Internet, damit ich jetzt keine Probleme kriege, muss ich das natürlich auch wieder wegmachen. Das heißt, wir machen hier einmal nicht List All, sondern auch nicht Add Port, sondern Remove Port. Ja, so, das machen wir einmal, dann ist der Port entfernt und wir machen einmal Remove. Wo bist du? Remove Service. Hier, FTP möchte ich nämlich auch nicht freigeben. So, Remove Service und dann einmal reloaden und einmal alles aufzählen. List All. Und hier sehen wir wieder, aha, es ist offensichtlich ein Port verschwunden und offensichtlich ein Service verschwunden. Gut, also ja, so könnte es theoretisch
eingeben, so könnt ihr es einrichten, was eine sinnvolle Konfiguration ist. Da kommen wir noch dazu. Ich wollte euch nur jetzt erstmal kurz zeigen, wie das funktioniert, rein von der Technik her. Und ja, warum Firewall oder Firewalled? Naja, es ist halt wirklich einfach zu benutzen, wenn ich mir dann Netfilter oder IP-Tables oder NF-Tables im Vergleich angucke. Und dementsprechend auch für kleinere Unternehmen etwas, was man definitiv machen sollte und kann auch. Weil es ist kein Hexenwerk, ja. 4 Videos drin und ihr könnt das. Cool, alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.